1938. Vienna Heldenplatz. Thousands gathered to worship political leader and Nazi Führer Adolf Hitler. Thank God, the days of blind and enthusiastic following of strong authoritarian figures are over. Wait, what? You may not have heard, but a similar scenario took place in Vienna just last month. In June of 2019, 10,000 people gathered in the Schönthaler for the evangelic event Awakening Europe to praise and worship Jesus! You need Jesus! You need Jesus! Jesus! the controversy. Former Chancellor Sebastian Kurz received his own mass prayer. The crowd's enthusiastic participation reminds one of darker times. God, we thank you so much Vater, wir danken dir so sehr for this man, für diesen Mann, for the wisdom you've given him, für die Weisheit, die du ihm gegeben for hast, the heart you've given him for your people. für das Herz, das du ihm gegeben hast für dein Volk. We pray and we know that righteousness exalts a nation, Wir beten und wir danken dir, dass Gerechtigkeit in einer Nation eine Nation aufrichtet, that sin is a reproach to everybody. dass Sünde für alle furchtbar ist. We pray, God, that you would give him righteous leadership, Wir beten, dass du ihm gerechte Führung gibst, great wisdom, riesige Weisheit also great protection. und viel Schutz. Does anybody agree with that? The question this raises, why do masses feel so strongly attracted to authoritarian figures? Professor Jan Heiner Tuch from the Department of Theology at the University of Vienna talks about the controversy. Also die Kontroverse, dass Ex-Kanzler Kurz sich hat segnen lassen während des Events, hier würde ich sagen, ist tatsächlich hohe Sensibilität wichtig, denn es wird ja doch der Anspruch erhoben, das glaubensmüde gewordene Europa jetzt neu zu missionieren, die Herrschaft Jesu Christi neu aufzurichten. Wenn ein Politiker ein solches Event nicht als Privatperson, sondern als öffentliche Person quasi besucht und dabei sogar gesegnet wird, muss er eben damit rechnen, instrumentalisiert zu werden für diesen Anspruch, der eine unglückliche Verquickung von Religion und exklusivem Missionsverständnis naheliegt. Did Ben Fitzgerald, the leader of Awakening Europe, go too far with his event? Behind all this partying, is there really an element of fascism popping out? Also ich wäre zurückhaltend, diese pfingstlerischen Spielarten des Christentums jetzt mit Diktaturen in Verbindung zu bringen. Was allerdings beobachtbar ist, dass hier charismatische Führerpersönlichkeiten Hunderte, Tausende von Akteure einschwören und hier auch durch religiöse Rhetoriken und auch der Mechanismus von Gehorsam und Folgebereitschaft doch einfache Lösungen propagiert werden und die Eigenständigkeit des Subjekts mitunter überspielt wird. We want to know how exactly this mechanism works. Fortunately, Vienna is also the birthplace of psychoanalysis, and the place where the founder of psychoanalysis, Sigmund Freud, lived and worked. Dr. Daniela Finzi, research director of the Freud Museum, talks about how Freud can help us. Sigmund Freud kann bei der Frage, warum Menschen dazu tendieren, in autoritäre Formen zu verfallen, sicherlich insofern weiterhelfen, weil er sich sehr stark dafür interessiert hat, welche unbewussten Dynamiken im Individuum am Werk sind, sozusagen was seine Liebesbindungen angeht, was seine Aggressionsbindungen angeht, aber auch was Hilflosigkeit und Ohnmächtigkeit angeht, was Wünsche, Fantasien angeht. Und ich denke, in Zeiten verstärkter gesellschaftlicher Krisenbildung kommen genau diese Mechanismen stärker zum Einsatz und Menschen tendieren dazu, sich sozusagen auf andere stärker zu verlassen, weil sie sich, ohne das sich vielleicht eingestehen zu wollen, weil sie unbewusst spüren, dass sie die Kontrolle verlieren oder ohnmächtig werden.
Mussolini and many others famously took advantage of such mechanisms to conquer the masses. How strongly are these mechanisms still at work in our times? We gathered together for one reason. It was nuts. It was crazy. It was so awesome. It was so empowering to be a part. Amazing. I just wish we would have something like this once a month. A history-changing moment. A small glimpse of heaven, as I'd like to call it. Everyone should experience something like this at least once. The question remains open. However, one way of potentially countering these mechanisms may be as easy as becoming aware of them in the first place.